Herzlich willkommen zur Produktvorstellung Sconnex. Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewinnt auch in der Bauwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Das wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Gebäudeinfrastruktur für ca. 40% des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich ist. Somit wird klar, wie wichtig die Optimierung der Energiebilanz unserer Gebäude ist. Der Raumwärmeanteil eines Gebäudes liegt in der Regel bei über 70%. Reduzieren lässt der sich nur durch innovative Beheizungskonzepte und gleichzeitig effektiverer Gebäudedämmung. Dabei ist die Optimierungsmöglichkeit durch die Erhöhung der Dämmdicke weitestgehend ausgereizt. So rücken insbesondere die ungelösten Wärmebrücken in den Vordergrund, die als eine der letzten Möglichkeiten zur Optimierung der Energiebilanz immer stärker ins Gewicht fallen. Mit unserem ISOCORP verfügen wir über enorm viel Erfahrung bei der Lösung von Wärmebrücken an Balkonen. Diese Expertise haben wir auf die Wände und Stützen übertragen. So ist die neue Produktfamilie Sconnex entstanden. Der Sconnex Typ P für die Stahlbetonstütze, der in einer ersten Version für die Stützengeometrie 25 x 25 cm verfügbar sein wird. Der Sconnex Typ W für die Stahlbetonwand, der in Deutschland vorerst ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung angeboten wird. Und der bis anhin in der Baubranche unter dem Namen Novomur bekannte Sconnex Typ M für die Mauerwerkswände. Mit Sconnex können die entstehenden Energieverluste an Wärmebrücken, hier an einem typischen Anwendungsfall mit Unterdeckendämmung, um bis zu 55% gesenkt werden. In dem für die Schweiz sehr typischen Anwendungsfall mit Aufdeckendämmung steigt das Energieeinsparpotenzial sogar auf 85%. Zusätzlich werden die FRSI-Werte und somit die Oberflächentemperaturen der angeschlossenen Bauteile massiv angehoben, um, ähnlich wie bei unserem ISOCORP, einen sicheren Schutz vor Bauschäden durch Kondensat und Schimmelpilz zu bieten. Aber hören wir dazu doch die Einschätzung von Wolfgang Schnell, Bauphysiker im renommierten Bauphysikbüro Müller BBM aus Planegg bei München, dem wir die neue Sconnex Produktfamilie bereits ausführlich vorgestellt haben. Herzlich willkommen, Herr Schnell. Hallo Herr Koch, grüß Sie. Ja, ich freue mich, dass ich als einer von den ersten in Deutschland einen genauen Blick auf die Produktfamilie Sconnex habe werfen dürfen. Herr Schnell, nachdem Sie sich mit dem neuen Wand- und Stützenanschluss vertraut gemacht haben, wie schätzen Sie den Nutzen der neuen Produktfamilie Sconnex ein? Ja, ohne Flankendämmung geht heutzutage insbesondere in den Tiefgaragen eigentlich gar nichts mehr. Höchste Energiestandards, Passivhäuser, KfW-40-Häuser, Plusenergiehäuser, die brauchen sehr dicke und aufwendige Flankendämmung oder selbst diese reichen gar nicht mehr aus. Da werden dann ziemlich komplizierte Alternativen entwickelt, die haben Einfluss auf die Raumgestaltung, insbesondere im Untergeschoss. Die Planung von diesen Flankendämmungen nimmt einen nicht unerheblichen Abstimmungsaufwand ein, mit den Architekten, aber auch mit der Leitungsführung. Da entstehen oft problematische Überschneidungen. Bei der Ausführung und bei der Kontrolle entstehen Unklarheiten, die dann ausgebessert werden müssen. Wenn Fehler dabei gemacht werden, dann kann das im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Sockelbereich führen oder im Bodenaufbau. Und das wird dann erst etliche Jahre nach Fertigstellung wirklich erkannt. Durch Sconnex haben wir jetzt die Möglichkeit, weitestgehend unabhängig von der Raumaufteilung die thermische Hülle durchgehen zu lassen und durchgängig zu planen. Planungs- und Ausführungsfehler sind damit deutlich seltener bzw. lassen sich vermeiden und die Schimmelgefahr damit ebenso. Außerdem schaut es noch deutlich besser aus. Das ist ein gutes Stichwort. Sie als Bauphysiker sehen also nicht nur den bauphysikalischen Nutzen, sondern auch den Nutzen bei der Ausführung und der Gestaltung von Bauteilen? Unbedingt, ja. Sconnex ist eine echte Alternative zu Flankendämmungen und nicht nur wegen den physikalischen Kennwerten. Das freut uns sehr zu hören, Herr Schnell. Dann bedanke ich mich für Ihre fachliche Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Herr Schnell. Danke, ebenso. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Die Qualität eines Gebäudes lässt sich also mit Sconnex auf vielen Ebenen deutlich steigern. Und das ohne die Verwendung der sonst üblichen Flankendämmung. So entstehen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Tiefgaragen und Keller.
Aber nicht nur im Untergeschoss. Auch auf anderen Anwendungsgebieten entstehen neue und besonders nachhaltige Dämmlösungen, wie der Campus Scolaire Echternach in Luxemburg eindrucksvoll zeigt. Hierfür habe ich die projektleitende Architektin Frau Madeleine Hilsamer vom bekannten Architekturbüro WW+ aus Luxemburg mit Zweitsitz in Trier eingeladen. Hallo Frau Hilsamer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns Ihre Planung am Campus Echternach zu erklären. Hallo Herr Koch, ja, sehr gerne sind wir hier dabei. Tja, wirklich, beim Campus Echternach mussten wir einige planerische Herausforderungen meistern, wie zum Beispiel auch die Dämmung der Bodenplatte. Der Campus Echternach steht in der Überflutungszone eines Flusses und deshalb haben wir ihn als Pfahlbau aus der Hochwasserzone hinausgehoben. Die vollflächige Dämmung der Bodenplatte und auch die notwendige Flankendämmung im Anschlussdetail der Bohrpfähle wäre ziemlich teuer und zeit- und arbeitsintensiv gewesen. Denn der Arbeitsraum unter dem Gebäude ist nur ziemlich schwer zugänglich und die Dämmung der Bohrpfähle wäre nur mit maßangefertigten Sonderbauteilen möglich gewesen. Mit Sconnex allerdings entstand für uns ein völlig neuer Lösungsansatz, denn wir konnten die Wände direkt auf der Bodenplatte thermisch entkoppeln. Dadurch waren wir wiederum in der Lage, die Dämmung unterhalb des Gebäudes einzusparen und die Dämmebene nach innen zu verlegen. Zudem konnten wir somit die Dämmung vor etwaigen Hochwasserschäden schützen. Mit dieser Maßnahme konnten wir somit in Summe die Dämmkosten reduzieren und eine nachhaltige und bauphysikalisch optimale Dämmlösung erzeugen. Vielen Dank, Frau Hilsamer, für die zur Verfügung gestellten Bilder und Zeichnungen und die interessanten Einblicke in dieses spannende Bauvorhaben. Ja, sehr gerne, Herr Koch. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal dafür, dass wir in diesem Rahmen eines unserer Bauprojekte vorstellen können. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Hilsamer. Sie sehen, dass sich mit Sconnex viele vormals problematische Konstruktionsdetails sehr effektiv und einfach lösen lassen. Die Architekten unter uns wissen aber auch, dass man besonders bei hochenergetischer Gebäudeplanung häufig auf gestalterische Mittel wie Fassadenversprünge, Loggien, Laubengänge usw. verzichten muss. All diese schönen Dinge sind zum Erreichen hoher Energiestandards in der Regel hinderlich. Mit Schöck Sconnex hört das auf. Jetzt lässt sich auch moderne Architektur und anspruchsvolle Gebäudegeometrie mit höchstem Energiestandard kombinieren und das ohne Einschränkung. Der Einsatz von Sconnex kann sich aber auch wirtschaftlich lohnen. Die konsequente Dämmung der Wärmebrücken an Wänden und Stützen senkt die Transmissionswärmeverluste um bis zu 10%. Umgelegt auf die Außendämmung lässt sich durch diese Energieeinsparung die Dämmdecke um 2 bis 6 cm reduzieren. Das führt zu einem geringeren Materialaufwand und damit zu einer Kostensenkung bei der Erstellung der Außendämmung. Die Reduktion der Dämmdicke kann aber auch für einen Nutzflächengewinn genutzt werden. So lässt sich zum Beispiel bei der angesprochenen Reduktion der Dämmdicke und bei einer Gebäudegrundfläche von 25 x 25 Meter und 4 Geschossen ein Nutzflächengewinn von 4 bis 12 Quadratmeter realisieren, was die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes massiv steigert. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten zur Kostenreduktion mit Sconnex. Zur Dämmung einer Geschossdecke wird in vielen Fällen eine 8 bis 12 cm dicke Unterdeckendämmung gewählt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 45 bis 70 Euro pro Quadratmeter. Die 4 bis 8 cm dicke Flankendämmung auf Wänden und Stützen kostet in etwa 25 bis 45 Euro pro Quadratmeter. Durch die Lösungsmöglichkeiten der Wärmebrücken an Wänden und Stützen eröffnet sich jetzt die Möglichkeit, die Flankendämmung einzusparen und die Dämmebene unterhalb der Decke deutlich zu reduzieren oder völlig entfallen zu lassen. Stattdessen kann die benötigte Dämmung zu deutlich geringeren Preisen als Dämmzulage im Fußbodenaufbau auf die Decke verlegt werden. Das reduziert die Kosten nochmal zusätzlich. Zusammengefasst bedeutet das, Sconnex bietet einen effektiven Schutz vor Bauschäden durch Kondensat und Schimmelpilz und reduziert die Heizenergieverluste. Sie steigern also die Qualität und Nachhaltigkeit Ihres Gebäudes. Optisch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Wände und Stützen in Sichtbetonoptik,
Tiefgaragen und Keller mit gestalterisch hohem Anspruch, alles kein Problem mehr. Und selbst die anspruchsvollsten Gebäudegeometrien lassen sich in höchsten Energiestandards planen und umsetzen. Und jetzt kommt das Beste. Das alles kostet in den meisten Fällen nicht mal mehr. Im Gegenteil. Durch die Einsparung der Reduktion von teurer Dämmung können die Kosten für die Gebäude- oder Bauteildämmung in vielen Fällen deutlich reduziert werden. Wenn dann noch der Nutzflächengewinn verbucht werden kann, gibt es viele gute Gründe, seine Planung mit Sconnex zu optimieren. Dafür bieten wir Ihnen unseren vom ISOCORP gewohnt guten Service an und beraten Sie auch persönlich bei der Planung und Kalkulation mit unserer neuen Produktfamilie Sconnex. Bleibt mir noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und hoffe, ich konnte Ihnen neue und interessante Produktlösungen präsentieren.